Hallo und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Da hinten ist der offene Safe, den haben wir das letzte Mal geknackt und haben ihn untersucht und einen medizinischen Bericht gefunden von einem Alkoholiker. Jetzt reden wir mal mit Theresa. Theresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. Wir gucken sie uns erstmal an wieder. Altersfalten, nicht mehr die jüngste. Arbeitshand. Kaffeefleck. Den versucht sie gerade zu verdecken, den Kaffeefleck. Kaffeefleck, Arbeitshände. Nanu. Uns fehlt was. Was fehlt uns denn? Da ist was am Arm, aber das zählt nicht. Eine Sache fehlt uns noch. Da ist der Kaffeefleck. Sag mal. Ach, da. Tuch. Essiggeruch. Das ist fürsorglich. So, letzte Nacht, was war denn da los? As I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Moment. Aber sie hat doch die Lady aufgeweckt. Wie kann sie die denn da schreien gehört haben? Sir Eustace's doctor speaks of his violent behavior. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead, but a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was especially hard for her. Tja, vielleicht hat sie ihn ja getötet. Das ist Lady Brackensell. Ich will sie haben. Theresa kennt ihre Herrin schon seit relativ langer Zeit und hängt sehr an ihr. Sie ist die einzige Dienstkraft, die in Abbey Grange lebt. Ihre Aufgabe besteht darin, zu kochen, zu dienen und Lady Brackenstall zu pflegen. Sie würde im Bedarfsfall ihre Herrin ohne zu zögern beschützen. Würde sie auch einen Mord für sie begehen? Die Damen. What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal.
Okay. Was sollen wir machen? Tatort im Esszimmer. Wir können aber was deduzieren. Aussage des Inspektors und die Gewaltausbrüche. Häusliche Gewalt. Das wissen wir. Das wissen wir auf jeden Fall. So, dann gucken wir uns mal an. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. Jo, aber erstmal gucke ich mich um. Hier soll der Einbruch stattgefunden haben. Hier war sie wahrscheinlich festgebunden. Weil da liegt noch Seil. Ich sehe nichts. Ich sehe Kaminsims, den kann ich mir aber nur angucken. Ein Seilstück. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. Aber hier gibt es keine Einbruchsspuren. Naja gut, bevor ich mich jetzt hier draußen umgucke, gucken wir uns wirklich erstmal in dem Zimmer um. Die müssen ja hier reingekommen sein. Nach der Beschreibung. So, Leiche ist das letzte, was wir uns angucken. The hunting scene. Also eher für sich hier ein Jagdzimmer mehr als ein Wohnzimmer. Antique hunting weapons. Der Geschirrschrank. This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. Eben. Es ist nur das Besteck. These wine bottles are expensive and mostly from France. Auch die sind... A bottle of wine is missing here. Auch die französischen Weinflaschen sind natürlich wertvoll. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. The hunting scene. A deer hunt. A fur trader's cabin. Kann ich die oberen Bilder tatsächlich auch? Nee. Also ganz viel Jagdgeschäft hier. Ah, da, Gläser. Chateau Calon-Ségur, French wine, Grand Cru. A decanter standing next to the open bottle, an inseparable pair indeed. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. This glass has some wine traces,
but no visible beeswing. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. Das heißt, es gab 2 Weingläser, die aus dem Dekanter eingeschenkt wurden. Und dann ganz schnell noch ein drittes Glas direkt aus der Flasche. Was wolle man den Anschein erwecken? Es haben nicht 2, sondern 3 Leute getrunken. A hunter scene. A hunter's cabin. Es gehen tatsächlich auch die oberen Bilder. Oh Gott, die anderen hier auch nochmal. Aber alles nur mit Hunting geht. Der Rest geht nicht. Das haben wir. Ich komme gleich zur Leiche. A fur trader's cabin. Das Glockenseil haben wir untersucht. Die So, Leiche. Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. So, dann gucken wir doch mal. Quite a large stick, a formidable weapon. Barefoot, he had therefore been in bed and did not have time to fully dress. Okay, also er war zu Bett und hat was gehört. That must be the murder weapon. Wieso must be? Wo ist das ganze Blut? The head was cracked with the force of the blow. Okay, aber wir sind noch nicht fertig. Irgendwas ist hier noch. Sonst hätte er schon rausgezoomt. It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. Stimmt, er könnte umgefallen und gegen das Gitter gefallen sein. Die Frage ist nur, warum hat sich die... Und wer hätte dann die Frau festgebunden? Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. Ah. So, erst zum Untersuchung abgeschlossen. Tobey können wir holen. Den lieben Tobey. Wir haben das Seil. Die Weingläser. 2 Gläser mit Spuren von dekantierten Wein, aber ohne Weinstein. Und ein drittes Glas mit Weinspuren und sehr viel Weinstein. Da müssen wir mit jemandem drüber reden. So,
aber schön hier, muss ich sagen. Die Zeitung, die Times mit einer Brille. Tobey? Bist du schon hier? Gartenhaus. Komme ich aber nicht rein. Das ist echt ein schönes Haus. Abbey, Grange. Brunnen. Und holen wir mal Tobey. Können ja schon mal gucken, ob wir hier irgendwas machen können. 2 Gläser, was? Und ein Glas. Kamingitter, Leiche. Warte mal, Leiche und Schürhaken und Leiche und Kamingitter. Damit hätten wir hier Unfall oder Tat wahrscheinlich. Irgend sowas in der Drehe. Na, wer weiß. Wir holen erstmal Tobey. Come on, Tobey. We need the best nose in the British Empire on this case. Hatte ich das nicht schon angeguckt? Hallo, Schönheit. I agree with you, Tobey, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. Untersuchen. Let us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. The fibers from this cut appear to be different. Ja. If I cut the rope with a knife, it matches the original. Alles mit einem Messer geschnitten worden. So, dann Tobey, komm mit. Süß mit Tobey. Oh, ist das niedlich. Search, Tobey. Wo bin ich jetzt? Ich bin Tobey. Ich bin Tobey.
The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Und weiter geht's. Unsere kleinen Beinchen tragen uns zum Brunnen. The scent leads to the well. I should check it. Geht's noch weiter? Oh ja, es geht noch weiter. Also einen direkten Weg raus haben sie schon mal nie genommen. The intruder's trail is lost behind this wall. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Ja. Was für eine Strecke. Ich glaube, das schauen wir uns beim nächsten Mal genauer an. Für heute sage ich Likes, Abos, Kommentare immer gern gesehen. Damit ihr nichts verpasst, drückt die Glocke, bis sie bimmelt. Bis nächstes Mal. Ciao mit V. Der Vetus.